Moin, hier ist Lockpicking Nord. Wir picken heute ein EFA-Hangschloss. DPI steht auf dem Schlüssel. Soweit ich weiß, steht das für eine Sidebar. Wir haben mal eine aus einem Profilzylinder ausgebaut. Das Schloss kann ich leider nicht auseinandernehmen. Wie man sieht, habe ich versucht, es aufzudrehen mit einer Münze. Funktioniert leider nicht. Wenn jemand weiß, wie es geht, ich fände das super. Kann aber sein, dass der Stift hier den Kern gleich mit arretiert. Aber ich will es nicht hoffen. Mal gucken. So sieht jedenfalls der Schlüssel aus. Ganz viele Mulden an der Seite. Sieht aus, als wären das hammerheftige Seitenpins, ist aber nur eine Sidebar. In dem Profilzylinder, von dem ich gerade gesprochen habe, ist die außerdem passiv. In dem Hangschloss hier ist sie, naja, zumindest Key Control mäßig aktiv. So, interessant ist auch, das Schloss dreht andersrum, als man das erwarten würde, nämlich so rum auf. Und was ich richtig cool finde ist, man sieht hier drin, eigentlich wird die Aussparung am Kern hier benutzt, um das Schloss zu öffnen. Und ja, die Mulden hier halten den Bügel unten. So, also verriegeln das eben. Einmal umgreifen. Um die Kamera herum. So, ich spanne das mit einer Prybar in 0,8 mm. Die passt ganz gut. Verknaddelt habe ich den Kern natürlich trotzdem schon. Funktioniert aber noch wunderbar. So, Fühl hinten rein. 5 ist gebunden. Habe ihn angetippt. Kern hat sich auch ein bisschen bewegt. Kleiner Klick war zu hören. Bin jetzt bei 3. 3 bindet. Auch ein Klick. Und ich glaube, das ist 1, was hier bindet. Ich rutsche nur ab. Auch runter. So, hat sich ordentlich gedreht der Kern. Bin jetzt bei Spulen, so wie es aussieht. Fühl nochmal hinten rein. 5 sitzt fest. 4 gibt Gegendrehung. Versuch 4 zu setzen. So, jetzt ist wieder irgendwas hochgesprungen. Kipp ist weg. 1 war es. 1 ist wieder hochgesprungen. So, habe nur Gegendrehung bei 3. Oh, da ist einiges zurückgekommen. Na, mal durchfühlen. Ich glaube, hier ist noch mehr schief gelaufen. Ich lasse mal ein bisschen Spannung nach. So, irgendwas ist wieder hochgehüpft. Jetzt kann ich fühlen. 2, Klick. Und 1 Klick und das mein Vorset, mein Kipp wieder da. 3 ist wieder zurückgesprungen. Ich nehme an, der war noch gar nicht richtig gesetzt. Jetzt versuche ich nochmal zu setzen. So. Irgendwas hochgesprungen. 1 auf jeden Fall, das kann ich schon mal sehen. So. Und jetzt 4 ist wieder oben, wenn ich das richtig fühle. Kriege ich nicht richtig zu greifen. Jetzt glaube ich. So, diesmal müsste er richtig sitzen. Dann haben wir hier noch 1. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall gebunden. Ist fest. Noch immer nicht auf. Ja. Weil 3 wieder zurück ist. Gegendrehung bei 3. Halb abgerutscht. So, Klick bei 2. Klick bei 1. Soweit offen. Kann drehen, drehen, drehen. Und jetzt sitze ich fest. Das heißt, bei der Sidebar hat sich irgendwas verhakt. Ich fühle also danach. Merke, hier ist ein kleiner Hügel. Versuche den mal zu drücken. Passiert noch nichts. Weiter nach hinten. Ja, vielleicht sollte ich auch noch spannen. Das wäre schlau. So, also nächster Versuch. Im ersten Hügel passiert noch nichts. Der zweite, der war's. So, jetzt ist das Schloss offen. Und genauso viel Spaß hat man auch wieder beim Zumachen. So, gerade
rastet nämlich gleich wieder ein. So, da ist er. Schloss wieder zu. Und funktioniert sogar noch. Gut, so viel dazu. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.